Liebesbeziehungen sind hier vor allem eines. Sie sind äußerst kompliziert. Dating mit indischen Eltern ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das Anbandeln mit dem anderen Geschlecht ist das Monopol der Familie. Mehr als 80% der Ehen sind arrangiert. Offiziell fügt sich die Jugend dieser Tradition. Auch wenn ihnen das Gefühl etwas ganz anderes sagt. Meine Eltern sorgen für mich und sie werden den richtigen Mann für mich auswählen. In den Großstädten wird die Tradition brüchig. Dating ist in, nur keiner darf es wissen. Das ist ein Fulltime-Job. Jedes Wochenende treffe ich neue Mädchen. Die Liebe wird in Indien heimlich ausgelebt. Wer als Ehepartner in Frage kommt, bestimmen die Eltern. Eine Ehe wird nicht zwischen zwei Menschen geschlossen, sondern zwischen zwei Familien. Ist die arrangierte Liebe ein Erfolgsmodell? Indien ist auf der Suche nach einer Antwort. Sanjay Trivedi lebt in der Millionenmetropole Mumbai. Er hat einen guten Job als PR-Berater und arbeitet im Auftrag einiger Filmstars aus Bollywood. Was ihm dringend fehlt zu seinem Glück, das ist eine Frau. Die Liebesheirat funktioniert bei mir nicht. Sie passt nicht in mein Leben. Eine arrangierte Ehe ist besser für mich. Aber beim Arrangieren hat meine Familie Probleme, weil die Mädchen einfach nicht verstehen, dass mein Job in der PR-Branche etwas Solides ist. Die Mädels wollen lieber einen Manager mit MBA-Abschluss oder so. Ich selber will vor allem eine Frau, die meine Mutter respektiert und sich gut mit meiner Familie versteht. Meine Mutter ist schon etwas älter und ich will keine moderne Frau, die sich nicht um sie kümmern will. Wir dürfen bei der Suche nach einer Braut für Sanjay dabei sein. Sie ist gut. Ja, sie ist auch gut. Die Familie hat ein Buch. In diesem werden heiratswillige Männer und Frauen vorgestellt. Gesucht wird eine Partnerin mit derselben Herkunft und derselben Kastenzugehörigkeit. Hallo. Hallo. Eine junge Frau aus dem Buch hat das Interesse geweckt. Hallo. Schwester Hajada muss ihren Bruder jetzt anpreisen. Vielleicht ist bereits die Richtige am Telefon. Sie ist aus sehr gutem Haus. Der Bruder ist Ingenieur und der Vater arbeitet bei Siemens. Die scheinen gebildet zu sein. Wir schauen uns nicht nur das Mädchen an, die ganze Familie muss zu uns passen. Wer ist ihr Vater oder ihr Bruder? In welchen Verhältnissen lebt ihre Schwester? Für uns ist der gesamte Hintergrund wichtig. Das Mädchen muss sich schließlich an unsere Gewohnheiten anpassen. Und wie unterstützt ihre Familie sie dabei? Das müssen wir zuvor herausfinden. Sanjay selbst ist an der Suche nicht beteiligt. Er hat bereits klargemacht, dass er eine große, schlanke bevorzugen würde. Wir fragen ihn schon, was er sich wünscht, aber es wird schwer, eine gute Braut zu finden. Er hätte früher heiraten müssen, dann hätte er noch eine gute haben können. Ob die Familie seinen Geschmack trifft, was Frauen angeht? Sanjay ist sich da nicht sicher. 70 Kilo, das ist ziemlich speckig, gut genährt. Ich mag überregionale Küche. Ich werde sie als erstes fragen, was sie kochen kann. Ich mag Punjabi sehr gerne. Ich mag auch Chinesisch. Ich würde nicht erwarten, dass sie Chinesisch kochen kann, aber Punjabi sollte sie schon können. Avni ist 23 Jahre und erst seit kurzem auf der Suche.
Mit ihrer Freundin ist sie auf dem Weg zu einem Heiratsbüro, das ihr bei der Suche helfen soll. Ich kann Nudeln kochen, Paratha, Linsengerichte, Soßen, alles. Ich kann nur kein Fladenbrot machen. Wenn das das Kriterium ist, um zu heiraten, dann kann ich's vergessen. 9 Männer hat Avni bis jetzt getroffen. Es war nicht der Richtige dabei. Sie hat klare Vorstellungen, was sie will und was nicht. Am ersten Tag unseres Treffens hat mich dieser Typ gefragt, ob ich ihn heiraten will. Nach 1,5 Stunden war er sich ganz sicher, dass er mich zur Frau nehmen will. Er wollte nicht, dass ich noch andere Singles treffe. Er sagte, dass er mich liebt. Er war kein schlechter Typ, aber sein Blitzantrag nach einer Stunde hat mich dann doch etwas zweifeln lassen. Avni hat 1 Jahr Zeit, selbst den Richtigen zu finden. Andernfalls wird ihre Ehe von der Familie arrangiert. Da sind viele Frösche, bevor man den Prinz findet. Das Ehebüro soll helfen, den Richtigen zu finden. Die Vermittlerin ist auf Männer spezialisiert, die einer Frau einen gehobenen Lebensstil bieten können. First time for you? Yeah, one photograph is okay? Yeah, one photograph is fine, but this is my email ID. Just send me the mail. Okay, perfect. Avni muss sich registrieren. Dann werden die passenden Singles für sie ausgesucht. Meist sind es Männer aus der Oberschicht. 9000 Paare haben sich über dieses Büro schon gefunden. Bei der professionellen Kupplerin sind die Chancen auch größer, dass es mit der Ehe klappt. Was erwarten Sie von Ihrem Lebenspartner? Soll er aus der Wirtschaft sein? Jemand mit einem High-Profile-Job? Jeder, der gebildet ist und etwa dasselbe Einkommenslevel hat wie ich. Und was verdienen Sie? Ungefähr 2 Lakh im Monat. Das sind im Jahr 24 Lakh. Das ist notwendig, denn wir wollen, dass alles zusammenpasst. Der Status, der Lebensstil. Der finanzielle Hintergrund ist das Wichtigste. Es ist vertraulich, aber ich muss das fragen. Okay, gut. Manche Männer sind nur verunsichert, wenn sie erfahren, was ich verdiene. Ja, deswegen gleiche ich alle Faktoren ab. In Ihrer Alterskategorie haben wir etwa 100 Männer, die zu Ihnen passen. Unterschreiben Sie hier. Bei einer Liebesheirat kann man solche Dinge wie Qualifikation, Status oder Einkommen nicht abgleichen. Eine Liebesheirat ist ein Blindflug. Bei der arrangierten Ehe dagegen können der Kandidat und die Eltern gezielt nach ihrem Typ suchen. Wir gleichen alles ab, den Status, die Bildung, einfach alles. 80-90% der Kriterien müssen übereinstimmen, damit es später nicht zu Überraschungen kommt. Ein weiterer Single, den wir bei der Suche nach einer Frau begleiten, ist Raviraj Mahajan. Der Marathonläufer ist bereit, mit uns zu sprechen. Er ist Experte in Sachen Brautsuche. Raviraj hat bereits 7 Jahre Erfahrung. Die Vorschläge seiner Eltern hat er bislang abgewehrt. Nach einer Frau auf einer Party zu suchen, ist keine gute Idee in Indien. Entweder über das Internet oder über die Eltern. Wenn ich das Mädchen einfach so anspreche, weiß ich doch nicht, ob sie aus derselben Kaste stammt und ob sie überhaupt einen Partner sucht. Ich habe mich bis jetzt mit mehr als 20 Mädchen getroffen. Es hat einfach nicht gefunkt. Deshalb bin ich noch immer auf der Suche nach einer Frau. In Metropolen wie Mumbai werfen junge Inder die Konventionen nach und nach über Bord. Sie fragen nicht erst nach Herkunft oder Kaste, bevor sie sich verlieben. Wechselnde Partner werden mehr und mehr zur Normalität, auch wenn die Familie ahnungslos bleibt. Während die Männer durchaus bereit sind, über Liebesangelegenheiten zu sprechen, ist es weiblichen Singles wie diesen 2 Studentinnen höchst unangenehm. Dabei ist es das Thema unter Jugendlichen. Eine arrangierte Ehe ist sicher besser.
Das denke ich nicht. Du kennst den Typen nicht mal, mit dem du dein Leben verbringst. Aber hast du die Garantie, dass der, den du liebst, das ganze Leben lang für dich da sein wird? Er wird dich nur benutzen und dann wieder ausspucken. Wohin wirst du dann gehen? Hast du eine Garantie? Meine Eltern haben die Verantwortung für mich. Sie werden den richtigen Mann für mich aussuchen. Was wäre, wenn ich mich für den Falschen entscheiden würde? Ich habe keine Gewissheit, dass die Ehe funktionieren wird. Wenn ich jemanden heirate, den meine Eltern ausgesucht haben, sind sie in der Verantwortung. Sollte die Ehe schiefgehen, kann ich wieder zu ihnen zurück. Sich erst gar nicht zu verlieben, würde die Sache natürlich erleichtern. Denn allen ist klar, dass so wichtige Dinge wie Familienplanung nicht den unberechenbaren Gefühlen von Heranwachsenden überlassen werden können. Raviraj Mahajan hat einen Termin. Er sucht den Weg zu einer Veranstaltungshalle, in der er heiratswillige Frauen treffen wird. Das Ehebüro, das er mit der Suche nach seiner zukünftigen beauftragt hat, organisiert heute ein Get-Together für Singles aus seiner Kaste. Jedes Wochenende suche ich nach neuen Mädchen. Es ist wie ein Vollzeitjob. Ich schaue mir gleich in der Früh die Annoncen in der Zeitung an, weil viele Mädchen keinen Internetzugang haben. Man kann ihre Profile nur in der Zeitung sehen. Ich rufe sie dann an und verabrede mich. Auch das ist mein Job am Wochenende. Raviraj ist erfolgreicher Geschäftsmann und stammt aus der höchsten Priesterkaste der Brahmanen. Er hat sich für diesen Tag sein neuestes Hemd angezogen. Es ist wie bei einer Bewerbung. Der erste Eindruck kann entscheiden. Die Organisatoren wachen penibel darüber, dass sich nur Singles aus derselben Kaste bewerben. Es sind ausschließlich Brahmanen aus dem Bundesstaat Maharashtra im Saal. Ihre Verbundenheit ist bereits durch die Geburt bestimmt. Bei einer Castingrunde stellen sich die Heiratsbewerberinnen und Bewerber vor. Nach mehreren Runden wird Raviraj auf die Bühne geholt. Wenn er Glück hat, werden sich die Interessentinnen seine Registriernummer notieren und ihn später anrufen. Er spricht hauptsächlich über sein Business, denn er weiß, für die Frauen wäre er eine gute Partie. Die Konkurrenz ist groß. Alle zeigen, was sie können oder haben. Doch für Raviraj ist wieder nicht die Richtige dabei. Das Singen hat auch nicht geholfen, weil ich finde, die Mädchen sahen nicht besonders gut aus. Ich fand keine attraktiv. Ich bin jetzt nicht deprimiert deswegen. Meine Suche geht eben weiter. Morgen ist Montag, da werde ich schauen, ob es neue Mädchen an der Heiratsbörse gibt. Meine Reise wird weitergehen. Es ist eine sehr lange Reise. Ich plane ein eigenes Ehebüro zu eröffnen, denn ich weiß, wie viel Geld man jeden Monat dafür ausgeben muss, einen Partner zu finden. Das ist das Geschäft in Indien. Es ist eine lukrative Sache, sein Geld in dieses Business zu stecken. Wir sind zu Hause bei Avni. Die Familie zählt zur gehobenen Mittelschicht. Hier will man nur das Beste für die eigene Tochter. Die Tradition der arrangierten Ehe steht nicht an erster Stelle. Ein Mitspracherecht bei der Partnerwahl möchte die Familie aber schon haben. Zusammen mit ihrem Vater geht Avni die Vorschläge durch, die das Ehebüro per E-Mail geschickt hat. Der nicht, oder? Nein, zeig mir den anderen. Der wohnt in den USA. Nicht schlecht, oder? Sieht gut aus. Er hat auf der Columbia studiert. Wie gefällt dir der?
Ich mag ihn. Er scheint gebildet. Kommt aus gutem Haus. Ich würde ihn treffen. Denkst du, ich soll ihm eine Chance geben? Okay, wieso nicht? Aber ich will ihn auch treffen. Ja. Aber zunächst werde ich ihn allein treffen. Dann werden wir sehen. Hast du Pläne? Ja, ich werde ihn kontaktieren. Wenn er Zeit hat, würde ich ihn treffen. Was meinst du? Ja, wieso nicht? Wenn du ihn gut findest, dann erst werde ich ihn treffen. Ja, das ist sinnvoll. Wenn du ihn triffst, schau dir in jedem Fall an, wie er den Kellner behandelt. Schau genau hin, wie er den Kellner ruft und auf welche Art er mit ihm spricht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn er höflich zum Kellner ist, mit dem er sonst überhaupt nichts zu tun hat, lässt das auf vieles schließen. Dann weißt du, woran du bist. Die Reserve halten wir noch in der Hinterhand. Unsere Verwandten sind längst hinter uns her, dass wir Avni dazu bringen, möglichst bald zu heiraten. Trotzdem wollen wir erst einmal ihr die Wahl überlassen, einen Partner zu finden. We want to give her choice so that she can select a partner of her own. Avni ist jung, gut ausgebildet und unabhängig. Eine Ehe passt ihr eigentlich nicht ins Konzept. Als Journalistin bei der größten Tageszeitung des Landes verdient sie ihr eigenes Geld. Trotzdem muss sie wie alle der Tradition gehorchen. Ihre Partnerwahl ist keine Privatangelegenheit. Es geht schließlich um nichts Geringeres als den Fortbestand der Familie. Dating mit indischen Eltern ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn sie wissen, dass du einen Freund hast, ist die erste Frage, wann wirst du ihn heiraten? Wenn ich dann erkläre, dass wir uns gerade erst kennenlernen, fragen sie wieder, wann heiratet ihr? Ich kenne ihn doch erst seit 2 Wochen. Es ist nichts geplant. Dann, meine Eltern, vergiss ihn, verschwende nicht deine Zeit. Mit spätestens 25 Jahren sollen Frauen in Indien unter der Haube sein. Danach sei der jugendliche Lack ab, heißt es. Avni ist Expertin in Heiratssachen. Als Autorin für eine Zeitungsbeilage schreibt sie über nichts anderes als über das Eheglück anderer. Ich schreibe über Hochzeiten von Celebrities, über ihre Beziehungen und ihr Eheleben. Und ich mache Interviews mit Pärchen, die sich trauen lassen. Ich denke 24 Stunden am Tag ans Heiraten. Dafür werde ich bezahlt. Das ist die Ironie des Schicksals. Man kann mir nicht vorwerfen, dass auch ich einen guten Mann haben will. Ich beschäftige mich ja mit nichts anderem. Reden wir über junge Männer. Avni und ihre Freundin führen ein Frauengespräch im Taxi. Das Erste, woran ich denke, wenn ich einen Typen treffe, ist, ob er sich gut ausdrücken kann. Ob er reich ist. Nein, vermögend soll er schon sein. Er soll zumindest Potenzial haben. Nicht superreich, aber ich will auch nicht mein ganzes Leben mit der Metro fahren müssen. Die 2 Freundinnen haben einen Termin bei einer renommierten Astrologin in Mumbai. Die soll das Horoskop von Avni mit dem Horoskop heiratswilliger Männer vergleichen, um herauszufinden, wer am besten zu ihr passt. Alles, was die Expertin dafür braucht, ist das Geburtsdatum mit genauer Uhrzeit und den Geburtsort des jeweiligen Heiratskandidaten. Sie möchten also überprüfen, mit wem Sie sich besser verstehen werden und wer von diesen Männern eine bessere Zukunft vor sich hat. Ganz grundsätzlich zeigt uns dieser Bereich hier das Einkommen. Das ist der Geldteil. Bei allem ist das Geld stets das Wichtigste. Es ist in unserem Kopf. Die Astrologin findet zugleich den Haken in Avnis Horoskop. Avni ist nach der indischen Astrologie ein Manglik. Manglik bedeutet Mars.
Nach dieser Lehre hat der Mars spezielle Kräfte zur Zeit ihrer Geburt ausgeübt. Es kommt daher nur ein Partner in Frage, der auch ein Manglik ist. So ein Mann ist allerdings schwer zu halten. Da Sie ein Manglik sind, haben Sie viele Beziehungen. Warum? Als Manglik sind Sie immer sexuell erregt. Und das ist eine ganz natürliche Sache. Sehen Sie, diese zwei Männer würden zu Ihnen passen. Sie kamen zur selben Zeit in Ihr Leben. Aber wenn ich mir Ihre Natur ansehe, dann würde ich Ihnen zu diesem hier raten, wegen des Geldbereichs. Bei einer arrangierten Ehe wollen die Leute immer auf Nummer sicher gehen. Man weiß aus der Vergangenheit, dass es zu Problemen in der Ehe kommen kann, wenn zum Beispiel ein Partner manglig ist und der andere nicht. Dann kann etwas Schlimmes in der Familie passieren. Zum Beispiel, dass jemand unerwartet stirbt, bevor seine Zeit gekommen ist. Nicht jeder in Indien glaubt an die Kraft der Sterne. Für Avni allerdings gilt, sicher ist sicher, wozu ein Risiko eingehen. Ravi Raj ist derweilen beschäftigt mit der Auswertung neuer Profile im Internet. Mumbai mit 18 Millionen Einwohnern bietet ein unerschöpfliches Angebot. Irgendwo da draußen muss sie sein. Ich suche nach einer Frau, die helle Haut hat. Ich suche nicht nach einer mit dunkler Haut. In Indien geht man davon aus, dass der Mann immer eine Frau haben sollte, die heller ist als er selbst. Hier kann ich die Mangliks ausschließen. Das ist ein Tabu im Horoskop. Für einen Manglik ist es schwer, sich zu verheiraten. So eine Frau kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Oder auf die Finanzen. Oder man kann früher sterben. Darum schließe ich Mangliks lieber aus. Ich habe jetzt 572 Profile gefunden. Wenn eine davon meinen Kriterien entspricht, dann kann ich direkt mit ihr chatten. Das Problem ist nur, dass viele dieser Frauen bereits einen Liebhaber haben. Weil die Familie das nicht wissen darf, tun sie so, als suchten sie nach einem Mann. Wenn ich solche Mädchen dann treffe, sagen sie mir, dass sie bereits einen Freund haben. Das ist reine Zeitverschwendung. Ein Leben als Single ist in Indien gesellschaftlich nicht akzeptiert. Ehe und Fortpflanzung sind nach der religiösen Tradition Pflicht. Mit diesem Druck lebt auch Sanjay. Seine Brautsuche verläuft schleppend, zum Missfallen seiner Familie. Gerade wird die gemeinsame Wohnung renoviert. Seit unserem vergangenen Besuch hat Schwester Harshada zahlreiche Singlefrauen durchtelefoniert. Aber Sanjay ist nicht zufrieden mit der Auswahl. Die Kandidatinnen waren nicht nach seinem Geschmack. Ein Mädchen haben wir getroffen, aber sie ist nicht mal 1,50 groß. Wir mussten ablehnen. Ihre Familie würde ihn schon nehmen, aber unter 1,50 Meter, das ist zu klein für ihn. Das ist ein Problem mit der Größe. Sie wäre ein gutes Mädchen. Sie kann leicht für mehrere Leute kochen, denn er ist ständig am Essen. Sie kocht aber sicher nicht den ganzen Tag wie ich. Er müsste ihr natürlich in der Küche helfen. Natürlich werde ich helfen. Ja, für sie schnippeln und braten, sowas machst du. Frag ihn mal, wie man einen Apfel schneidet. Ich weiß, wie man einen Apfel schneidet. Mein Mann weiß auch nicht, wie es geht. Aber ich weiß, wie man Äpfel schneidet. Du weißt das? Weißt du auch, wie man ein Sandwich macht? Ja klar, ich habe es nur noch nicht versucht. Sanjay ist im Dilemma. Die Singles, die seine Familie für ihn findet, gefallen ihm nicht. Und die Singles, die er selbst findet, gefallen seiner Familie nicht. Sanjay weiß insgeheim, dass er die Suche nach der Liebe selbst in die Hand nehmen muss. Mit einer Frau, die seine Schwester für ihn auswählt, wird er kaum glücklich sein.
Wenn es Abend wird über der Stadt, dann zieht Sanjay los. Sein Ziel ist ein Treffpunkt für einsame Herzen. Mumbai hat ein Nachtleben, das im indischen Vergleich einzigartig ist. Bars schließen allerdings um Mitternacht und Alkohol können sich nur die wenigsten leisten. Sanjay versucht sein Glück bei Tara, die lange im Ausland gelebt hat. Sie kam hierher, weil an diesem Abend viele Europäer in der Disco sind. Indische Männer seien ihr eigentlich zu chauvinistisch, sagt sie. Du hast keine Chance bei mir. Okay, schon klar. Dass Sanjay seine neuen Bekanntschaften zu Hause vorstellen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Von einheimischen Frauen wird ein anderes Auftreten erwartet. Partys nach westlichem Vorbild sind ein neues Phänomen. Ich war schon auf vielen Partys, aber das war wirklich verrückt für mich. Die Interaktion mit den Mädchen und das Tanzen. Die Mädchen sind so frei hier. Ist das eine andere Kultur? Ja, es ist komplett anders. Auf welche Weise? Die deutschen Mädels sind so offen. Es ist leicht, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Aber ich suche nicht nach so einem Mädchen. Aber ich weiß noch nicht. Würdest du auch eine Deutsche heiraten? Mal sehen. Eingekeilt zwischen der Tradition der Eltern und den Freiheiten einer globalisierten Welt verhandeln auch Dimple und Ashwini das Schicksal neu. Dimple hat seit kurzem eine Beziehung, die ihr große Probleme bereitet. Vor einem Jahr hat sie uns gesagt, dass ihre Eltern den Partner für sie auswählen werden. So war es vorgesehen. Sie hat nicht geahnt, dass sie sich verlieben könnte. Aus Sicht der Familie ist es ein Unglück, weil er aus einer anderen Kaste stammt als sie. Die meiste Zeit verbringt Dimple nun am Telefon. Hallo? Hör zu, kannst du mich in 10 Minuten anrufen? Bitte, bitte. Nur 10 Minuten, bitte. Wer hat angerufen? Hemant. Wer ist Hemant? Bis jetzt ist er mein Boyfriend, aber ich werde ihn sehr bald heiraten. Nur meine Eltern sind nicht glücklich, weil er aus einer anderen Subkaste stammt. Wir versuchen unser Bestes, sie zu überzeugen, und ich hoffe, dass sie zustimmen, damit wir bald heiraten können. Wir sind zu Hause bei Dimple. Sie wohnt in einer Siedlung, die demnächst abgerissen werden soll. Hier leben vorwiegend Menschen mit schwachem Einkommen. Die Mutter soll überzeugt werden, dass die Familie das Einverständnis zur Ehe der Tochter gibt. Das Geld der Familie ist knapp, der Glaube dafür umso größer. Die Kastenzugehörigkeit ist von Geburt an festgelegt. Der Partner kann nur ein Gleicher unter Gleichen sein. Wir sind arm, die sind reich, die werden niemals zustimmen. Und falls ihre Schwiegermutter sie später misshandelt, was sollen wir dann tun? Dimple wird sich an seine Familie anpassen müssen. Die Mutter ist wohl kaum zu überzeugen. Wenn unsere Verwandten einen Mann für sie finden, dann sind sie in der Verantwortung, dass die Ehe gut funktioniert. Wenn Dimple selbst einen auswählt, wird ihr später niemand helfen. Keiner wird zur Hochzeit erscheinen. Warum macht sich meine Mutter Sorgen, was die anderen denken? Die haben uns noch nie geholfen. Als mein Vater schwer krank wurde, hat sich auch keiner interessiert. Warum interessieren sie sich jetzt? Mein Glück ist ihnen egal. Sie sehen nur ihre Reputation in Gefahr.
Die Jugendlichen fühlen und denken heute anders als die Generationen vor ihnen. Sie fragen nicht erst nach der Kaste, bevor sie sich verlieben. Den Freund von Dimple zu treffen ist nicht leicht, weil er Bedenken hat, seine Geschichte könne für die Rückständigkeit des indischen Kastensystems stehen. Hemant arbeitet als Softwareentwickler. Er trifft uns kurz in einem Fastfood-Restaurant. Wer an Gott glaubt, muss auch an die Kaste glauben. Es ist dasselbe. Eins geht nicht ohne das andere. Dem Glauben nach ist es so, dass nur das, was zusammengehört, auch eine Bindung eingehen kann. Trotzdem müssen wir unsere beiden Eltern überzeugen. Ohne ihre Erlaubnis können wir nicht heiraten. Sanjoy Sachev vom Liebeskommando hält sie seitdem versteckt. Die Hilfsorganisation unterhält eine Helpline für Paare in Not. Ob Hindus, Moslems, Sikhs, Christen, hohe Kaste, niedrige Kaste, männlich, weiblich, städtisch oder vom Land, alle haben das gleiche Gefühl. Es ist die Liebe, sie ist natürlich. Und wir helfen nur der Natur, denn arrangierte Ehen sind immer gegen die Natur. 3 Paare halten sich derzeit beim Liebeskommando versteckt. Ihre Familien hatten bereits andere Partner für sie vorgesehen. Im Haus gelten strenge Regeln. Der Besitz von Handys ist für die Paare nicht erlaubt und nach draußen dürfen sie nur kurz. Sie leben in Angst, ihre Familien könnten sie finden. Sie haben sich der Tradition widersetzt. Das kann schlimme Folgen haben. Die Liebesheirat ist zwar nicht verboten, aber dort, wo wir herkommen, denkt die Polizei so wie der Rest der Leute auch. Nur die arrangierte Ehe wird akzeptiert. Sollten unsere Eltern uns finden, so würden sie uns wahrscheinlich beide umbringen. Solange wir hier im Haus bleiben können, fühlen wir uns einigermaßen sicher. Meine Eltern würden mich in jedem Fall umbringen. Es gab solche Fälle in meiner Familie bereits. Meine Eltern haben mich gezwungen, die Ankündigung eines Selbstmords zu schreiben. Sollte mir etwas passieren, dann können sie das der Polizei präsentieren. Es würde niemand im Dorf gegen sie aussagen. Gegründet wurde das Liebeskommando vor 6 Jahren vom Zeitungsjournalisten Sanjoy Sachev, nachdem er erfahren hat, wie schwer es junge Paare haben, die sich außerhalb ihrer Gemeinschaft verlieben. Heute gibt es 300 Schutzhäuser über ganz Indien verteilt, sagt uns Sanjoy. Durch Spenden und freiwillige Helfer hält sich der Hilfsverein für verfolgte Liebespaare über Wasser. Liebesheirat bedeutet Veränderung in vielerlei Hinsicht. Sie stellt die sozial ungerechte Tradition der Mitgift in Frage, die Geldverschwendung für Großhochzeiten. Liebesheirat bedroht das Kastensystem und die Macht der selbsternannten Dorfchefs. Viele Interessen werden in Frage gestellt. Um ihre Geschäftsinteressen zu verteidigen, wenden diese Hinterwäldler alle möglichen Tricks an, um die Menschen zu manipulieren, damit diese die arrangierte Ehe beibehalten. Sie ist ihr Geschäft.
Das Schutzhaus ist für sie alle nur Übergangsstation. Nach spätestens einem Jahr sollten sie Platz gemacht haben für neue Paare. Zu ihren eigenen Familien können sie in den meisten Fällen nie mehr zurück. Wir sind wieder in Mumbai. Gerade findet das Navratri-Festival statt. Es herrscht Ausnahmezustand, 9 Nächte lang. Für viele junge Hindus ist es die einzige Zeit im Jahr, in der sie der Obhut der Eltern entwischen können. Der Verkauf von Kondomen steigt in Mumbai angeblich um 50% in dieser Zeit. Wenn die Party wieder vorbei ist, erfreuen sich Dating-Apps wie Tinder großer Beliebtheit. Wir treffen noch einmal Sanjay, der uns zeigt, wie er die Brautsuche über das Internet organisiert. Und tatsächlich ergibt sich für Sanjay am nächsten Tag ein Date. Eine junge Frau, deren Internetauftritt ihm sympathisch war, hat geantwortet. Auch das ist Indien. Dating, ohne dass Eltern oder neugierige Nachbarn davon erfahren. Die Erwartungen der beiden sind recht unterschiedlich. Es wird ein kurzes Treffen. Suchst du eigentlich eine Frau zum Heiraten oder so? Suchst du jemanden, der arbeitet und gutes Geld verdient und dich durchfüttert? Nein, aber jemand, der arbeitet, wäre okay. Ich arbeite nicht. Noch weiß ich, wie man ein Fladenbrot zubereitet. Hättest du ein Problem, wenn ich nach der Hochzeit andere Partner habe? Irgendwas dagegen? Im Ernst jetzt? Warum nicht? Du könntest deine Liebschaften auch alle behalten. Die Dame aus dem Internet verschwindet genauso schnell, wie sie gekommen ist. Sanjay und seine Familie müssen weiter auf Suche gehen. Bei Avni hat sich zwischenzeitlich einiges getan. Sie hat ein Treffen mit dem jungen Mann, den ihr das Heiratsbüro empfohlen hat. Deine Eltern setzen dich unter Druck zu heiraten? Es steht auf der To-Do-Liste, weil ich älter werde. Die haben Gruppendruck. Ich spüre keinen Gruppendruck. Nein, aber ich habe den Druck, weil alle meine Freunde heiraten. Glaubst du an Astrologie? Ich bin nämlich ein Manglik. Bist du ein Manglik? Nein, bin ich nicht. Du weißt sicher, dass du kein Manglik bist? Man hat mir gesagt, dass ich kein Manglik bin, aber ich glaube nicht an dieses Konzept. Ich bin ein ziemlich schwerer Manglik. Potenzielle Schwiegermütter bekommen Angst, wenn sie das herausfinden. Meine Eltern geben nichts auf dieses Konzept. Gar nicht? Und wie geht das? Sie sind cool. Ihnen ist wichtig, dass ich glücklich bin, mit oder ohne Manglik. Du hättest also kein Problem? Ja, für mich ist das in Ordnung. Das Ehebüro hat hier den richtigen ausgewählt. Avni ist zufrieden. Siddharth ist ein Vorzeigemann, den sie zu Hause präsentieren kann. Ich denke, meinem Vater würde Siddharth gefallen. Ich hatte Spaß mit ihm. Für meine Eltern ist es das Wichtigste, dass ich glücklich bin mit einem Mann. Noch 2 bis 3 Mal würde ich ihn alleine treffen und ihn dann meinen Eltern vorstellen. Dann können sie entscheiden, denn ihre Entscheidung ist wichtig für mich. So that we can, they can take a call because ultimately I value their decision a lot. Eine Hochzeit steht an. Indische Hochzeiten sind vor allem ein Schaulauf für Singles, um sich potenziellen Schwiegereltern zu präsentieren. Hier werden weitere Hochzeiten geplant, die bald folgen mögen. An diesem Tag heiratet die Cousine von Sanjay. Für die Gäste eine gute Gelegenheit, selbst auf Brautschau zu gehen. Sanjay hat sich bereits in der Nähe junger Mädchen platziert. Auch heute ist das Kennenlernen schwierig für ihn, denn eigentlich müsste er seine Absicht, eine Braut zu finden, zunächst mit den Eltern der Damen besprechen.
I'm from bride side. Ich gehöre zu den Verwandten der Braut. Ich kann jetzt nicht einfach die hübschen Mädchen von den Verwandten des Bräutigams ansprechen. Es gibt ein paar sehr hübsche Mädchen hier und ich wäre interessiert. Mal sehen. Ich müsste den Kontakt zuerst über meine Mutter herstellen. Aber dieses Jahr muss es klappen mit der Hochzeit. Warum dieses Jahr? Weil meine Mutter immer älter wird. Sie braucht Hilfe. Sie braucht ein Mädchen, das sich um sie kümmert, um ihren Sohn und um den Haushalt. Darum muss ich noch dieses Jahr heiraten. This year I want to get married. Die Braut wird ab heute bei der Familie ihres Mannes leben. Erst dann wird sie ihn kennenlernen. Im besten Fall kommt auch die Liebe nach diesem Tag. Die nächste Hochzeit ist schon im Gang. Ich werde mich jetzt umsehen, was für Frauen hier sind. Ich hoffe, es ist die richtige dabei. Jemand wie Raviraj wirkt exotisch. Eigentlich hätte er längst für den Fortbestand seiner Familie sorgen müssen. Es wäre seine gesellschaftliche Pflicht. Unter den Gästen bietet ein Single wie er Gesprächsstoff, der abendfüllend ist. Du kannst nicht erwarten, dass das Mädchen groß, hellhäutig und hübsch ist. Sie muss auch nicht gut kochen können. Vielleicht ist sie besser in etwas anderem. Eine Frau ist doch keine Trophäe. So ein Trophy-Wife. Indische Männer müssen ihr Frauenbild überdenken. Glaubst du nicht, dass du deine hohen Ansprüche herunterschrauben solltest? Nein, das glaube ich nicht. Jemanden zu heiraten, den ich nicht gut finde, das wäre sehr schwer zu verdauen für mich. Und dann würdest du lieber nicht heiraten? Ich denke, ich hoffe zumindest. Worauf? Na, vielleicht suche ich in einer anderen Kaste oder Religion. Ich müsste mich öffnen. Ein Kompromiss? Das muss sein. Kurz nach dieser Hochzeit wird auch Raviraj fündig. 8 lange Jahre hat seine Suche gedauert. Dann findet auch sein Ehebüro die perfekte Frau für ihn. 2 Monate nach unserem Treffen schickt er uns ein Foto. Seine Braut erfüllt fast alle seine Vorstellungen.